Die 10 besten Vanilledüfte aus meiner Sammlung möchte ich euch heute vorstellen. Yes! Willkommen zurück auf meinen Kanal. Mein Name ist Dennis, aka Fragrance Dog aus Hamburg. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, die 10 besten Vanilledüfte aus meiner Sammlung. Das ist nicht einfach. Grundsätzlich, gleich vorweg, es sind nicht nur Vanilledüfte. Also es besteht ein Duft nicht nur aus Vanille, da sind natürlich noch andere Inhaltsstoffe drin. Aber es geht um den Schwerpunkt schon Vanille auch. Und ich habe einige rausgesucht, aber ich habe mir für die 10, das sind meine besten aktuell. Also die ich aktuell am besten finde. Es kann natürlich nächstes Jahr ganz anders sein. So, das ist ja immer, ne, das kennt ihr, das könnt ihr ruhig gerne mal in die Kommentare schreiben. Das schwankt ja immer so ein bisschen, ne? Ob das jetzt, mal hat man den Geschmack, nächstes Jahr ist es wieder ganz anders. Das ist immer strange, aber irgendwie auch geil. Und ja, dann möchte ich euch jetzt mal meine 10 besten Vanilledüfte vorstellen. Und Platz 10 ist ein Duft, ja, das ist ein Amber-Vanilleduft. Ambre Sultan ist einfach ein Muss. Und deswegen habe ich ihn hier drin. Das ist, also dieses leichte Süße, dann Amber eben und die Vanille im Background macht ihn richtig schön. Und geiler Flakon, ist mal was anderes. Ist immer schade, dass man, aber wie gesagt, ich versuche immer alle Düfte, die es geht, vorzustellen euch, ob günstig, ob teuer, ob Nische, ob Design, ihr wisst. Und jetzt kommt erstmal er hier, Serge Lutens. Das ist, hat geile Düfte, muss man sagen. Und Haltbarkeit ist auch gut. Beim Amber, obwohl der hier eigentlich, nee, der hält eigentlich gut, aber ich sag eigentlich, weil da gibt es andere Amber Vanilledüfte. Da kommt auch noch einer. Aber der hier ist mal... Er hat einfach einen Touch, so riecht nicht jeder Duft. Ich werde mal sprühen. Guter Sprüher. Auch die Flakons sind sehr cool. Ja, also ihr müsst den unbedingt mal, wenn ihr Amber und Vanille mögt, dann unbedingt diesen Duft mal testen. Sehr geiler Duft. Auf Platz 9 kommt ein Duft von Mercedes, und zwar Black Club. Club Black, wie ich immer so schön sage. Ja, und das ist ja ein Duft, ich muss schon sagen, der beste Mercedes-Benz-Duft. Das ist ja schwierig bei Autohäusern und überhaupt, dass die, ne, aber die tiefe, dunkle Vanille, die hier drin ist, oh, und eine brutale, gleich vorweg, eine brutale Haltbarkeit über 12 Stunden. Der soll eingestellt worden sein, aber ich sehe ihn noch. Jetzt mache ich wieder das Video und ihr kennt, was passiert. Holt euch diesen Duft. Allerdings mit, ich muss dazu auch sagen, eingestellt oder nicht, das ist ja immer so ein Hin und Her, ihr wisst das. Aber dieser Duft, jetzt wenn der Winter kommt, der Herbstwinter, also diese tiefe, dunkle Vanille, dazu diese schönen Süße im Background. Oh, leicht harzig nicht, aber schon karamellartig und dann die Vanille. Wow, ich bin auch der Meinung, Karamell ist drin. Das ist... nice, das muss ich schon wirklich betonen. Und ja, habe ich schon vor ein paar Jahren vorgestellt. Sehr geiler Duft, extrem, wie gesagt, ihr bekommt hier alles. Vanille, dann dieses karamellartige, Gourmand-mäßige und vor allen Dingen eine Haltbarkeit und extreme Ausstrahlung, Silage. Ihr habt alles und der ist nicht teuer. Also ich habe jetzt nicht aktuell geguckt, aber normalerweise ist er günstig, aber bevor er weg ist, vielleicht, man weiß es nicht. Mercedes Club Black Club auf Platz 9. Ja, auf Platz 8 kommt, ja, ihr hört es, es ist aber kein Jean Paul Gaultier Duft. Nein, es ist Spice Bomb Extreme. Yes, und ja, Spice Bomb Extreme, das ist jetzt, ich habe, glaube ich, wieder gehört, auch hier wurde reformuliert, also es nimmt, also es ist... ich könnte mich darüber aufregen. Es wird ja, man braucht keine Düfte mehr kaufen irgendwann, weil sie werden ja alle verwässert. Alle verwässert. Und das hier ist noch die starke Variante, die ja 12 Stunden etc. hält. Und es ist heute warm in Hamburg und ich sprühe hier trotzdem die Vanilledüfte in the face. Hier habt ihr die Holzigkeit, Vanille, Zimt, weihnachtlich, richtig nein. Im Endeffekt, wer das Original nur kennt, kann den sich... oder wer das Original liebt, besser gesagt, kann den sofort kaufen, weil dann ist nur noch die Vanille, der Rest ist gleich. Das ist natürlich geil, so richtig, ja, so plätzchenmäßig, weihnachtlich, Zimt und dann die Vanille, extrem starke Vanille und Spice Bomb Extreme muss eigentlich in jede Sammlung. Platz 7, ja, da kommt der Amber
Vanilleduft, der nächste, Grand Soir von MFK. Und das ist ja ein geiler Duft. Der ist zwar auf 7, ja, weil die anderen besser sind in meinen Augen, aber Haltbarkeit bombastisch, ist ja bombastisch. Und ja, absolut ein geiler Vanille-Amberduft. Und ja, was wollt ihr mehr? Also den kennt man. Ich finde so und so für mich einer der besten Häuser oder auch Parfümier Kurtjan hier. MFK macht für mich, ich habe so viel, ich habe glaube ich 11 Düfte, die sind alle gut. Die sind alle gut. Durchaus fahren die eine geile Schiene und man merkt auch irgendwie immer die DNA. Das ist geil. Also auch er hier, wer den noch nicht kennt, unbedingt zuschlagen, weil ihr sucht einen starken Duft mit starker Haltbarkeit, sehr stark, plus geilen Duft. Das ist euer Mann. Absolut. Grand Soir. Nice. Platz 6. Yes. Normalerweise steht dieser Duft vor den, der auf Platz 5 gleich kommt. Aber Herod erstmal von Parfums de Marly ist auf 6. Ja, sehr nice. Ihr habt hier natürlich Shisha-Tabak. Ist natürlich im Vordergrund, ja. Aber dadurch, dass im Background bei diesem Duft eine geile Vanille mitspielt, dieser Duft ist so und so ein Meisterwerk von Parfums de Marly. Sehr, oh, also Endstation, so komm man, muss ich den noch hier irgendwie erwähnen? Dieser Kirschtabak, oh, diese Vanille. Mann, der beste Duft für mich von Parfums de Marly. Ich habe vor ein paar Jahren noch gesagt, Layton, ja, da war der hier auch verwässert worden. Die aktuellen Versionen, also der ist inzwischen jetzt auch wieder 2 Jahre alt, glaube ich, 1,5. Der ist richtig gut. Also ich habe nach 10 Stunden für diesen Duft ein Kompliment bekommen. Und ich habe ihn selber nach ungefähr 9 Stunden noch wahrgenommen. Also wieder gut und dann ist das einfach die Nummer 1 aus dem Haus in meinen Augen. Absolut geil. Kirschtabak, Shisha-Tabak, Vanille. Absolut geiler Duft. Mehr müsst ihr nicht wissen. So, Platz 5. Wie gesagt, er wäre normalerweise hinter den, aber weil hier die Vanille mehr im Vordergrund ist, es geht ja um die Vanilledüfte, ist er vor Herod und zwar Layton. Ja, Parfums de Marly Layton. Der bessere Boss Bottle, wie ich immer so schön sage, das ist Vanille, Apfel, der Apfelstrudel, besser gesagt. Ja, American Pie, Apfelkuchen, Apfelstrudel, sehr nicer Duft. Ein Banger-Duft, ein Club-Duft, ein Bar-Duft, ein Date-Duft. Ihr habt damit alles. Der kommt immer gut an. Er ist süß, ja, durch die Vanille. Der Apfel, das kommt richtig geil. Oder ich sage auch ganz einfach, wer Boss Bottle mag, wird Layton lieben. Mehr ist das eigentlich nicht, aber es ist ein sehr geiler Duft. Mein Gott, es ist schwül heiß heute in Hamburg und dann hier die Lichter. Ja, nicht nur hier ist es heiß, auch der Duft ist heiß und ja, sehr geiler Duft. Layton, muss ich nicht mehr zu sagen, weil ich glaube, über die ganzen Jahre weiß jeder über Layton Bescheid. Platz 4, ja, mein alter Begleiter zum Heiligabend im Endeffekt, Tobacco Vanille von Tom Ford. Und ja, was soll ich dazu sagen? Es ist ein Tabakduft, ein richtiger schöner Tabakduft mit guter Vanille, rauchig leicht und einer leichten Teenote. Für mich immer, wenn man in einen Teeladen reingeht, denn die Süße, das ist einfach der ist mit einer der Kings, sag ich mal, im Vanillebereich, muss man schon sagen. Bei mir auf Platz 4, aber den sollte man nicht außer Acht lassen und unbedingt testen, wer ihn noch nicht kennt. Man muss ihm vielleicht auch ein bisschen Zeit geben, nicht gleich sagen, das ist nichts, tragen und ja, geil, absolut geil. Die Süße auch, ne? Richtig nice. Also Tobacco Vanille von Tom Ford. Geiler Duft. So, jetzt kommt Platz 3. Da würde jetzt keiner mit rechnen, aber das ist Habit Rouge von Guerlain, wie ich mal so schön sage. Ihr könnt jetzt das Eau de Toilette nehmen oder auch das Eau de Parfum. Eau de Parfum ist ein bisschen spritziger. Das ist ein Meisterwerk in meinen Augen. Das hat auch Oldschool-Vibes, klar. Das ist noch die alte Variante. Das ist die neue, ne? Vom Flakon. Man sieht auch die, ne, aber ich muss sagen, Guerlain macht das nur wirklich gut. Da wird nichts reformuliert, bis es tot ist. Nein, das ist wirklich nice und immer noch sehr, sehr nice. Und ja, Habit Rouge, ich habe das schon in den Habit Rouge Privé, habe ich ja auf Sylt vorgestellt. Und da habe ich gesagt, dass die anderen Ableger einfach Meisterwerke sind. Und die Vanille, die hier drin ist,
Und dann die DNA muss man mögen, aber für mich gehört es einfach dazu. Habit Rouge auf Platz 3 von Guerlain, wie ich immer so schön sage. So, auf Platz 2, ja, den habe ich noch nicht so lange. Ich habe mich sofort verliebt in diesen Duft. Und zwar kommt der von Initio, absolut Aphrodisiak. Ja, und das ist ein, Mann, da kann man verfallen in diesen Duft. Man sprüht ihn auf und hat eine zuckerartige Substanz, wie bei Acqua di Zucchero, süß, richtig Zucker, aber dann kommt die Vanille und das durchgehend über Stunden. Ein Traumduft, deswegen ist er von 0 auf 2 gleich hier reingekommen und ja, es ist auch nicht viel mehr, ihr merkt, also ich rieche nur also süß und Vanille, aber eine Art. Ja, wer Acqua di Zucchero kennt, das ist auch so ein einmaliger Duft, da kann man nicht viel zu sagen. Wie soll man das beschreiben? Acqua di Zucchero, sagt ja schon das Wort, es ist Zuckerwasser. Süß, in dem Fall bei Acqua di Zucchero ist Zuckerorange, ne? Aber auch Vanille. Und dann hier ist einfach Vanille und dieses Zuckerartige. Es macht diesen Duft extrem interessant. Ich liebe ihn einfach. Es ist ein Traum. Seitdem ich ihn ich musste ihn gleich mitnehmen und oh, er umhüllt einen, ne? Er umhüllt einen. Der ist auch in die Sillage ist groß, ne? Wirklich. Und die Haltbarkeit richtig gut. Also auch überhaupt die Brand, ne? Darf man nicht sagen, Initio macht richtig gute Düfte. So, Platz 1, ja, was soll ich sagen? Tabak, Honig, Vanille von allerfeinsten. Naxos von Searcher, mein Lieblingsduft. Ich habe ihn schon, was weiß ich, wann vorgestellt. Ihr seht, das ist die alte Variante, noch die erste Auflage, dunkel. Oh! Haltbarkeit von diesem Schmuckstück. 16 Stunden, 15, 16 Stunden. Ach, auf den Klamotten Tage eines Sillage. Ich rieche diesen Duft nach eigentlich fast durchgehend, solange er da ist. Er ist einfach präsent und diese Vanille, Honig, Tabak, ja, absolut geiler Duft. Naxos ist einfach der Duft. Ja, das waren meine besten 10 Vanilledüfte aus meiner Sammlung und wie gesagt, kann nächstes Jahr anders sein. Es ist immer, oder kann vielleicht schon in einem halben Jahr anders sein. Schreibt mal runter, was habt ihr? Schreibt gerne eure Top 10. Ihr könnt auch eure Top 5 nur unterschreiben und das würde mich mal interessieren. Wie gesagt, es gibt noch andere, aber ich bin der Meinung, jetzt wollte ich die, vor allen Dingen auch den Serge Lutens an Anfang vorstellen. Das ist wichtig und weil der irgendwie schon geil ist und immer untergeht. Und ja, da schreibt mal runter und Grüße an meine Mitglieder, die ich jetzt einblende. Vielen Dank, dass ihr am Start seid. Und dass ihr diesen Kanal unterstützt, vor allen Dingen auch schon so lange. Und ja, wenn ihr Bock habt, Mitglied zu werden, macht es, würde mich freuen. Müsst allerdings ab und zu mal einen anderen Browser gehen, bla bla bla. Ich weiß nicht warum, überall wird das nicht angezeigt neben meinem Namen. Da, wo du zum Beispiel meinen Kanal abonnierst, steht dann Mitglied werden danach. Und ja, wenn er nicht eingeht, werden den anderen Browser. Das ist nicht mein Problem, sondern ja, das ist eben bei YouTube so, keine Ahnung warum. Auf jeden Fall würde ich mich natürlich freuen drüber. Und wenn nicht, bleibt einfach hier. So Leute, das war's. Bis zum nächsten Mal.